Um eure eigene Mission in Richtung Weltraum zu starten, haben wir euch einen Bausatz zusammengestellt. Und zwar haben wir in den letzten Jahren ausführlich verschiedenste Produkte getestet und mit unserem Profi-Set, was wir gleich auspacken werden, haben wir die besten Produkte zusammengepackt und alles ausführlich getestet. Und bevor man dann seine eigene Kamera in bis zu 40.000 Meter Höhe schickt, braucht man auch neben dem ganzen Equipment, was wir hier drin haben, auch so ein paar Werkzeuge. Unter anderem braucht man sowas wie einen Schraubenzieher, dann ein Cuttermesser, um ein bisschen was zu schneiden. Genau so eine Schere ist ganz nützlich. Gaffertape, um so eine Styroporsonde zu verkleben. Und natürlich das Herzstück der Mission, die Kamera, die dann hoffentlich spektakuläre Aufnahmen vom Rand des Weltraums machen wird. Und wir haben hier in dem Karton jetzt so ein Profi-Set. Gibt es in unterschiedlichen Zusammenstellungen. Und eine Zusammenstellung möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar werde ich jetzt die ganzen Bestandteile erstmal auspacken und ganz kurz erklären. Und dann werden wir im Rahmen dieses Videos dann so ein Set zusammenbauen. Hier in dieser Tüte ist einer der Wetterballons drin, die dann für den Auftrieb sorgen. Dieser Wetterballon wird dann mit Helium gefüllt und so weiter und lässt die Sonde dann bis zu 40.000 Meter Höhe aufsteigen. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Dann haben wir einmal die eigentliche Styroporsonde. Die ist sehr, sehr leicht aus Styropor, lässt sich gut bearbeiten und ist im Notfall natürlich, weil es Styropor ist, auch schwimmfähig. Ne? Kann man den Deckel abnehmen. Hier drin ist einiges an Platz für ein oder mehrere Kameras oder auch Experimente, je nachdem, was man da oben so machen möchte. Dann haben wir einmal noch hier so ein Stück Pappe, das ist eine Kamerablende. Wie das genau funktioniert, zeigen wir noch. Und natürlich, wenn die Sonde dann wieder zurückkommt in Richtung Erde, nachdem der Wetterballon geplatzt ist, braucht man natürlich auch einen Fallschirm. Den haben wir auch, den lege ich hier mal zur Seite. Und dann, um die Sonde dann entsprechend auch wiederzufinden, braucht man natürlich auch quasi die Lebensversicherung dieser Mission, einen GPS-Tracker, der sehr zuverlässig ist. Und wir haben in den letzten Jahren viele Modelle getestet und dieser hier ist sehr, sehr zuverlässig. Alle Produkte, die ihr hier seht, nutzen wir auch für unsere eigenen Weltraummissionen. Und dieser GPS-Tracker hier ist sehr, sehr zuverlässig, funktioniert mit dem Mobilfunknetz und wird auch in die Sonde eingebaut. Den stelle ich mal hier hin. Dann haben wir hier noch so ein paar Utensilien, natürlich um den Wetterballon nicht zu beschädigen, haben wir hier so ein paar Handschuhe mit reingepackt, die man dann für sich selbst und für ein paar Helfer nutzen sollte. Dann natürlich, um Wetterballon, Fallschirm und die Styroporsonde am Ende miteinander zu verknüpfen, haben wir hier unsere Spezialschnur, die auf Reißfestigkeit geprüft ist und zugelassen ist für diese Mission, weil es gerade in Deutschland sehr wichtig ist, weil die Schnur nur eine bestimmte Reißfestigkeit haben darf. Und dann haben wir einmal noch Battery Pack, weil so eine Kamera, hier haben wir beispielsweise eine GoPro, die halten bei diesen extremen Temperaturen von bis zu minus 65 Grad natürlich nicht lange durch. Ne, der Akku nimmt bei diesen Temperaturen sehr stark ab und würde nach 40 Minuten schon alle gehen und die Mission dauert so 3,5 Stunden. Und damit das eben nicht passiert, haben wir ein Battery Pack entwickelt. Das kann man einfach an die GoPro anschließen und das Battery Pack wird auch nicht mit normalen Batterien versorgt, sondern mit so Spezialbatterien, die bis zu minus 40 Grad funktionieren und damit die Kamera bis zum Ende mit Akkulaufleistung versorgen, sodass auch wirklich die Landung noch mit drauf ist. Und ansonsten haben wir jetzt einfach mal noch unseren Datenlogger mit eingepackt, den Strato 3. Dieser Datenlogger zeichnet verschiedene Parameter auf, wie GPS-Position, damit man hinterher auch wirklich erfahren kann, wie hoch bin ich denn jetzt eigentlich geflogen, habe ich vielleicht einen neuen Höhenrekord aufgestellt, der zeichnet die Temperatur auf, die Luftfeuchtigkeit, den Luftdruck und das Ganze speichert er alle 2 Sekunden auf SD-Karte ab und das kann im Anschluss über unser Tool analysiert werden und es ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wo man hinterher hergeflogen ist und was so die Extremwerte waren. Und dann haben wir hier noch so ein, Batterien und SD-Karte für den Datenlogger. Das lege ich jetzt einfach mal hier zur Seite. Dann haben wir noch 2 Styroporflügel. Diese Styroporflügel können dann entsprechend an die Sonde dran gebaut werden, damit sich die Sonde beim Flug nicht so stark dreht, als mechanischer Bildstabilisator sozusagen. Und das Ganze wird dann mit diesen 2 Stäben hier noch befestigt. Das war es jetzt erstmal so für den Überblick, was da alles so drin ist im Profi-Set. Das, was jetzt hier nicht zu sehen ist, ist unsere ausführliche Anleitung. Wir haben ein umfassendes Handbuch geschrieben. Das könnt ihr euch raussuchen und da mal ein bisschen durchblättern und euch mit zahlreichen Tipps und Tricks, die in dieser Anleitung stehen, bestens auf das Projekt vorbereiten, sodass eine erfolgreiche Aufnahme aus Richtung Weltraum nicht zu im Wege steht.